Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal 5 Cybersecurity-Aktien an, die eventuell interessant sein könnten für einen Kauf, welche fundamental sehr gut laufen aktuell und welche Kursmarken hier interessant sind für einen Einstieg, und natürlich auch die Frage, was sehen die Analysten, was sind die Kursziele in einem Jahr. All das in diesem Video. So, wir schauen gleich mal in die Aktien rein, doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon rein und verlieren keine Zeit und fangen an mit der ersten Aktie, und das ist eine der größten Cybersecurity-Aktien, die wir am Markt haben. Das ist Palo Alto. Palo Alto, wenn wir mal an den ganz großen Chart hier schauen, sehen wir, ist so eine richtige schöne Dauerläufer-Aktie, und tatsächlich glaube ich auch, dass dieser Trend sich durchaus noch weiter anhalten dürfte über viele Jahre, weil wir werden ja immer digitaler, KIs gerade am Anfang, und unser ganzes Leben verschiebt sich immer mehr hin in die digitale Welt, und da muss das natürlich auch gesichert werden, und deswegen glaube ich, dass eher das Wachstum im Bereich Cybersecurity noch anziehen wird und dass dieser Markt eher noch bessere Zukunftschancen hat als schon aktuell ohnehin. Jetzt sehen wir hier im Palo Alto Chart natürlich auch einen gewissen oder einen Rücksetzer innerhalb der letzten 2, 3 Wochen. Das war natürlich auch ein bisschen den Gesamtmarkt geschuldet, der nicht ganz so gut gelaufen ist. Ja, wir hatten ja die allgemeinen Belastungsfaktoren. Das sind nicht nur die Cybersecurity-Aktien, die so ein bisschen schlecht gelaufen sind, sondern allgemein alle Aktien im Grunde. Wir hatten jetzt hier auch die Quartalszahlen, die waren eigentlich ganz in Ordnung. Ja, man hatte beim Gewinn ein bisschen bessere Zahlen geliefert als erwartet. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und grundsätzlich bin ich ja auch für Palo Alto, was die Langfristprognose angeht, ja, wie gesagt, auch sehr, sehr positiv gestimmt. Welche Kursmarken interessant sind, schauen wir uns gleich an, doch wir gucken oder werfen erstmal einen Blick auf die Fundamentalkennzahlen, ganz klar, wie wir es auch sonst auch kennen aus den Videos. Und da ist natürlich hervorzuheben, dass die Fundamentalkennzahlen an sich sehr, sehr gut sind. Also wir sehen hier sehr, sehr hohe Bruttomargen von über 70%. Das ist normal für Softwareanbieter, und wir sehen auch eine immer besser werdende Nettogewinnmarge, also die Profitabilität nimmt immer weiter zu, und ja, wenn sich dieser Trend weiter so fortsetzt, dann dürfte das auch natürlich positiv auf die Aktie abfärben. Und was auch sehr schön anzuschauen ist, sind die freien Cashflows, die schon seit vielen Jahren positiv sind, aber in den letzten Jahren vor allem nochmal eine deutliche Zunahme und einen deutlichen Anstieg erlebt haben. Also das ist auch schon mal sehr, sehr positiv hervorzuheben. Dazu kommt ein Umsatzwachstum von knapp oder etwas über 10%, was so ein bisschen abgeflacht ist, aber das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Ich denke, solange man ein Umsatzwachstum von 10% halten kann, ist es ein guter Wert, womit man auch die etwas hohe Bewertung rechtfertigen kann. Und wie gesagt, ich glaube ja, dass der Markt für Cybersecurity auch gerade noch sehr, sehr gute Chancen hat, und ich denke, dass hier das Wachstum auch noch entsprechend noch anziehen könnte in den nächsten Jahren. So, gucken wir uns mal das KOV an. Das ist natürlich jetzt, wenn man den Chart hier betrachtet, hier im Wochenchart, dann sind wir, wenn wir so die ganze Historie betrachten, schon relativ teuer bewertet, muss man sagen. Klar, ein KOV von 13 ist an sich, klingt schon mal sehr, sehr viel, ist auch sehr, sehr viel. Dafür muss die Aktie auch entsprechend wachsen, und ja, sollte man entsprechend beim Umsatzwachstum enttäuschen, dann birgt es natürlich Rückschlagspotenzial, und natürlich auch sollte der Markt weiter in einer schlechten Stimmung sein, wie wir es aktuell leider haben, so ein bisschen. Bin ich mal gespannt, ob das bald dreht. Dann könnte das natürlich auch weiter die Aktie belasten, weil dann werden tendenziell eben so teure Aktien dann auch eher mal ein bisschen abverkauft. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, wo sind denn interessante Marken? Und tatsächlich traue ich auch Palo Alto natürlich zu, dass man hier nochmal 10% nach unten gehen kann. Dann wären wir zumindest mal in der Range, in der wir uns seit 2024 befinden von der Bewertung. Ja, dann hätte man einen KOV von etwa 12. Das ist angesichts der Aussichten, finde ich, noch ganz okay. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir Palo Alto irgendwo bei einem KV von 10 bekommen könnten. Aber das wäre natürlich schon ein größerer Rücksetzer, klar. Also da hätte man minus 25% in der Aktie. Sollte man das sehen, dann ist es für mich ein ganz klarer Kauf. Ja, also definitiv 25% vom aktuellen Kurs. Wenn wir das mal kurz einzeichnen, dann wären wir auch ungefähr bei der 200-Wochen-Linie, also so Richtung 140 Euro. Ob es soweit kommt, wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil ich den Markt für nicht so schlecht oder nicht so kritisch sehe, wie es auch teilweise von den Medien aktuell ein bisschen gespielt wird. Aber grundsätzlich traue ich, wie gesagt, zu,
dass Palo Alto so in die Richtung von $170 noch fallen kann und dann kann man schon mal eine Position meines Erachtens etablieren, wenn man natürlich hier auch dann in die Aktie investieren möchte. Das ist natürlich keine Anlageberatung, aber Palo Alto ist meines Erachtens sicherlich interessant und ich habe es ja auch auf der Watchlist. Palo Alto ist natürlich auch in Cybersecurity ETFs vertreten. Da kann ich euch zum Schluss auch noch einen ETF dann entsprechend zeigen, den ich auch im Depot habe. Und was natürlich auch eine interessante Alternative ist, für die breiter streuen möchten, das habe ich gemacht in dem Sektor und habe auch vereinzelt auch einzelne Aktien oder eine Aktie bestimmt. Und ja, wie gesagt, den ETF stelle ich euch dann noch am Ende vor. So, gehen wir mal auf die Prognosen der Analysten. Was sagen die denn? Und die sehen die Aktie auf der Einjahresprognose auch 24% im Plus, so Richtung 226 Euro. Ja, an sich keine schlechte Prognose. Ich denke, das kommt auch ungefähr hin. Ja, ich denke, dass wir 2026 auch bei Palo Alto neue Allzeithochs sehen dürften. Ich denke, das kann man sicherlich so behaupten. Kommen wir zur nächsten Aktie, das ist CrowdStrike. CrowdStrike eigentlich auch eine sehr, sehr gute Aktie, so, wenn man auch mal den Langfristchart betrachtet. Endpoint Solutions Security, auch hier einer der großen Player, einer der Marktführer in seinem Bereich. Und hier ist auch ganz klar zu sagen, klar ist CrowdStrike nicht wegzudenken, wenn man an den Bereich Cybersecurity denkt, aber die Aktie ist tatsächlich auch nochmal ein ordentliches Stück teurer bewertet als Palo Alto. Allerdings wächst man auch mit gut 30% im Umsatz im Vergleich zu Palo Alto, wo es nur 14 waren und deswegen hat man auch ein entsprechend hohes KUV von 28. Das KGV ist, können wir jetzt leider nicht heranziehen, weil es eben sehr, sehr gering ist. KGV bei Palo Alto war so um die 100. Aber wir sehen auch bei CrowdStrike, dass wir zumindest auf dem Weg sind der Profitabilität, der nachhaltigen. Wir hatten jetzt hier 2025 so eine Delle, was die Aktie auch immer mal wieder nach unten geschossen hat. Und das ist tatsächlich nicht auszugleichen. Also beziehungsweise das ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass durchaus auch mal ein Quartal dabei ist, wo die Aktie nicht ganz so gut performt und dass es auch schon mal einen größeren Rücksetzer geben kann. Auf dem aktuellen Niveau gilt genau das Gleiche für CrowdStrike wie natürlich auch für Palo Alto. Dadurch, dass man so eine hohe Bewertung hat man natürlich auch ein entsprechendes Risiko, dass wenn man mal nicht ganz so liefert bei den Quartalszahlen, die jetzt am 2. Dezember kommen, dass man auch ein größeres Rückschlagspotenzial hatte. Gerade in so Zeiten wie aktuell, wo der Markt ein bisschen empfindlich ist, da hat man schon mal gesehen, wenn Unternehmen schlechte Quartalszahlen liefern, kann es auch mal 10 bis 30% an einem Tag nach unten gehen. Und das ist tatsächlich nicht auszuschließen, ist aber natürlich immer ein Risiko. Und wenn man hier investiert, dann sollte man natürlich auch langfristig investieren. Das heißt nicht irgendwie auf nächstes Jahr spekulieren, sondern tatsächlich eher so im Bereich von 5, 10 oder länger, 10 Jahre oder länger dann an die Aktie denken. Und sicherlich ist CrowdStrike interessant und auf dem aktuellen Niveau wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtig, ja, weil wir auch so ein bisschen ja, eben jetzt diese schlechten Reaktionen auf die Quartalszahlen gesehen haben, würde ich tatsächlich erstmal abwarten, weil mir das Risiko ein bisschen zu hoch ist, aber grundsätzlich ist CrowdStrike bei einem größeren Rücksetzer sicherlich auch interessant. Also ein größerer Rücksetzer meine ich damit, wenn wir so wieder in den Bereich so von $400 kommen, vielleicht so ein bisschen darunter, also wenn wir bei $390 ungefähr, haben wir so eine wichtige Unterstützungszone. Das ist natürlich eine interessante Region und da kann man die Aktie sicherlich jetzt schon mal auf die Watchlist packen und dann entsprechend bei einem Rücksetzer auch zukaufen. Ja, was gibt es noch zu sagen zu CrowdStrike an sich? Sind die Fundamentalzahlen eigentlich auch, was den freien Cashflow angeht, sehr, sehr gut aus. Ja, das sind im Prinzip auch alle Cybersecurity-Aktien ziemlich ähnlich und performen sehr, sehr gut, beziehungsweise wirtschaften sehr, sehr gut. Und wenn sich dieser Trend weiter anhält, dann sind es wirklich Cashflow-Maschinen und ich bin gespannt, also beziehungsweise nicht gespannt, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass dieser lange Aufwärtstrend hier sich auch in den nächsten Jahren dann fortsetzt. So, gucken wir mal hier auf die Prognosen. Da sehen wir, die Analysten sind schon ein bisschen skeptischer. Das liegt wahrscheinlich auch in der etwas höheren Bewertung. Ja, wir haben jetzt hier nur einen Kursziel von knapp 9%. Das ist also nicht ganz so viel Luft nach oben. Das bedeutet natürlich auch wenn man es umgekehrt betrachtet, dass natürlich auch dieses Rückschlagspotenzial hoch ist, weil eben schon sehr viel in die Aktie eingepreist ist aktuell. Ja, wenn wir uns mal das KUV anschauen, mal seit 2023 sind wir eigentlich schon wieder auf dem Weg Richtung Allzeithochbewertung. Also wir sind keine günstige Aktie, ja. Da ist Palo Alto zum Beispiel ein bisschen günstiger gewesen.
Aber CrowdStrike ist da jetzt tatsächlich, muss man sie als teuer deklarieren. Und deswegen wäre ich da auch nochmal ein bisschen eine Spur vorsichtiger, was das angeht und würde die Aktie definitiv nur bei einem größeren Rücksetzer dann erstmal kaufen. So, gucken wir mal, Fortinet. Fortinet, ja, auch eine sehr, sehr spannende Aktie. Wir haben jetzt hier die Quartalszahlen gehabt, wo der Ausblick allerdings nicht ganz so gut war. Deswegen wurde die Aktie nach unten geschickt, 25 oder knapp 30% sogar. Ihr seht es hier an dieser großen Kerze, an dieser sehr großen roten Wochenkerze. Jetzt hat die Aktie auch so ein bisschen federn lassen und hat es eigentlich nicht geschafft, über die gleitenden Durchschnitte zu kommen. Das heißt, wir sind eigentlich per Definition in einem Abwärtstrend und ich spekuliere tatsächlich darauf, dass die Aktie auch noch mal ein Stückchen tiefer kommt und womöglich dann auch hier unter die $75 fällt. Das heißt, vielleicht noch mal dieses Tief, was wir hier gesetzt haben, bei $70 testet und dann hoffe ich mal, dass wir das halten. Ansonsten müssen wir tatsächlich mal von $60 reden. Also hier würde ich Fortinet auch nur auf die Watchlist packen, weil es einfach charttechnisch aktuell ein bisschen angeschlagen aussieht. Da ist eine Aktie, finde ich da ein bisschen interessanter. Die besprechen wir dann gleich noch auch in einer von den weiteren Aktien. Fortinet habe ich leider im Depot. Bin aber am Überlegen, ob ich sie nicht ersetzen sollte durch eine andere Aktie, durch SentinelOne, die wir auch gleich besprechen. An sich ist es ein Top-Unternehmen, ganz klar. Wir sehen jetzt auch hier die Bruttomarge, die entsprechend hoch ist und auch die Profitabilität, die nachhaltig in der Gewinnzone liegt und natürlich auch die freien Cashflows. Ich denke, das muss man gar nicht mehr so groß erwähnen. Was aber erwähnenswert ist auf jeden Fall hier die Bewertung. Also KUV-Basis haben wir einen KUV von 9. Damit sind wir aktuell die günstigste Aktie, die wir bis jetzt besprochen haben und auch von der Historie. Wenn wir mal betrachten, also Fortinet hatte schon mal gut so KUV so von über 10 und damit sind wir beim KUV von 9 doch eigentlich in einer fairen Bewertung, würde ich sagen. Allerdings dadurch, dass der Ausblick nicht ganz so positiv war, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Fantasie raus, was das Umsatzwachstum angeht. Da könnte es also ein bisschen Druck geben, weshalb die Aktie jetzt aktuell nicht ganz so gut performt, weil ein KUV von 9 ist immer noch relativ viel. Wenn wir uns mal auf der Profitabilitätsbasis anschauen, also das KGV betrachten von der Bewertung her, da muss man tatsächlich sagen, ist die Aktie eigentlich wirklich günstig bewertet. Und da gab es Zeiten, wo die Aktie eigentlich selten so günstig war mit dem KGV von 32. Das bedeutet natürlich aber nicht, dass die Aktie nicht noch weiter fallen kann. Klar, wenn die Börse zum mangelndes oder schlechter werdendes Wachstum einpreist oder etc., also wenn die Stimmung schlechter wird, dann kann das KGV auch noch mal ein bisschen niedriger werden. Allerdings ist dadurch, dass wir hier die Bewertung jetzt schon so niedrig haben, ist die Fallhöhe nicht mehr ganz so hoch. Also das Risiko, dass wir jetzt hier ja, ich sag mal, unter $60 fallen, ist sehr, sehr gering, beziehungsweise wenn wir sogar unter die $60 fallen sollten, dann ist da auch, ist es, wenn dann nur für kurze Zeit und ich glaube, dass die Aktie sich auch relativ schnell erholen dürfte. Allerdings, wie gesagt, dadurch, dass der Ausblick jetzt nicht ganz so gut war, gerade die Umsatzprognose für Q4 hat hier belastet. Kann es durchaus auch sein, dass die Aktie hier erstmal eine gewisse Zeit seitwärts läuft und da muss man sich überlegen, ob nicht andere Aktien eventuell besser performen könnten. So, gucken wir mal die Prognosen an der Analysten. Die sagen auch im Durchschnitt nur so 10% geht es nach oben auf der Einjahresprognose. Das ist schon relativ wenig für den Sektor. Da gibt es dann, haben wir auch gesehen bis jetzt, einige Aktien, die schon ein bisschen besser waren und auch so vom Analysten-Rating, da ist überwiegend auf neutral. Also die Stimmung ist bei Fortinet nicht ganz so gut, was die Analysten betrifft. Das sollte man im Hinterkopf behalten und wenn man alles so in eine Waagschale wirft, dann würde ich sagen, okay, Fortinet ist sicherlich interessant. Sie sind auch in ihrem Bereich einer der führenden Anbieter, aber vielleicht wartet man ein bisschen ab und wartet ab, ob sich hier eine entsprechende nachhaltige Trendwende abzeichnet. So, gucken wir mal Zscaler an. Zscaler auch eine spannende Aktie. Die Umsatzprognose ist auch übertroffen worden bei den letzten Quartalszahlen. Das war ziemlich gut. Mal gucken, ob es bei den nächsten Quartalszahlen hier jetzt am Dienstag, am 25. November auch so wird. Und das ist sicherlich auch eine Aktie, die man mal auf die Watchlist packen kann. Wir haben ein solides Umsatzwachstum, was auch natürlich ein bisschen rückläufig ist, was relativ normal ist. Aber mit 23% ist es aktuell immer noch ziemlich in Ordnung. Demgegenüber steht ein KUV von 16, da sind wir schon immerhin von den hohen Bewertungen von KUV von 20 sind wir schon etwas zurückgelaufen. Klar, ist immer noch ein bisschen viel, sollte die Aktie im Bereich von KUV 14 kommen, also nochmal so gut 15% verlieren, da dürfte sie dann auch definitiv interessant sein, ja, wenn man das mal hier auf den Kurs eintragen, so 15%.
dann kann man sagen, okay, wenn die Aktie hier nochmal so in diese Region fällt, wo das letzte Zwischenhoch hier war, so $250, da kann man dann die Aktie auch nochmal interessant, beziehungsweise dann auch mal überlegen, einen nachzukaufen, beziehungsweise einzusteigen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, und ich würde aufgrund des aktuellen Marktumfelds sicherlich auch die Quartalszahlen erstmal abwarten. Ist so meine Herangehensweise, je nachdem wie affin man ist, kann man natürlich auch schon davor einsteigen, aber wie gesagt, die Reaktionen können relativ heftig sein. Ja, ansonsten Zscaler, im Grunde auch die Fundamentalkennzahlen top, ja, die freien Cashflows sind da. Auch sehr, sehr positiv ist, dass man jetzt so langsam nachhaltig in die Gewinnzone kommt. Man kämpft so ein bisschen noch dran, aber für mich ist es eine Frage der Zeit, bis man hier dann auch nachhaltig positive Nettogewinnmargen ausweisen wird. Und an sich, die Bruttomargen sind natürlich auch top, ähnlich wie bei den anderen Aktien auch. So, gucken wir bei Zscaler auch nochmal auf die Prognosen von den Analysten. Wo sehen die Aktie? Die sehen die Aktie im Schnitt 21% im Plus bei über $330. Das ist schon mal ganz ordentlich, und auch das Unternehmen hat sich ja, wie gesagt, auch positiv geäußert, was das Geschäft angeht. Also da hat man eigentlich auch positiven Rückenwind, und für mich ist Zscaler definitiv ein Kauf. Sollte man die Aktie nochmal vielleicht einen Ticken günstiger bekommen, aber auch auf dem aktuellen Niveau würde ich sagen, okay, das Chance-Risiko-Verhältnis in meinen Augen passt eigentlich ziemlich gut, und da würde ich, wenn ich hier in den Sektor einsteigen würde, würde ich mir dann auch sicherlich eher diese Aktie aussuchen, als jetzt eine von den anderen Aktien. So, kommen wir nun zur letzten Aktie, und das ist SentinelOne. Ja, SentinelOne finde ich auch eine sehr, sehr spannende Aktie, weil man auch eine sehr interessante Cybersecurity-Plattform hat. Man macht hier auch viel mit AI, zumindest wirbt man damit, und ist noch ein relativ junges Unternehmen. Ja, man sieht es ja auch am Chart. Die Aktie ist gerade eigentlich relativ am Boden, wenn man es mal so sagen möchte. Man ist auch aktuell eigentlich eher an einem Abwärtstrend, und da würde ich auch tatsächlich sagen, so rein von der Charttechnik her, wäre ich da noch so ein bisschen vorsichtig, oder beziehungsweise würde da Vorsicht walten lassen, weil es eben so aussieht, als ob wir durchaus noch mal ein Stückchen tiefer fallen könnten. Da würde ich auch definitiv die Quartalszahlen abwarten und beziehungsweise hier eine Trendwende abwarten, weil es eben nicht auszuschließen ist, dass die Aktie hier auch nochmal in den Bereich von $13 fallen kann. Das wäre dann auch nochmal so gut, so 15-20% Kurspotenzial nach unten, wo man die Aktie noch günstiger natürlich einkaufen kann. Ich glaube, langfristig ist es eine sehr, sehr spannende Aktie, die auch entsprechendes Wachstum hat. Ja, wir sehen hier Umsatzwachstum 32%, ein relativ niedriges KUV, muss man auch tatsächlich sagen. Ja, also im Vergleich zu den Konkurrenten hier hat man eine deutlich niedrigere Bewertung. Und da ist man tatsächlich, wenn man so die Historie mal anschaut, eigentlich auch relativ günstig, beziehungsweise allzeit günstig. Ja, also normalerweise hat man hier KUVs gehabt von 8 bis 9. Also da ist man schon eigentlich fast schon ein Schnäppchen, und sollte die Aktie wirklich in Richtung $13 fallen, werde ich dann auch entsprechend dann bei der Aktie auch zuschlagen. Ich packe sie mir definitiv mal auf die Watchlist. Von den Fundamentalkennzahlen gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen, als dass die Trends eigentlich positiv sind. Zumindest die Bruttomarge ist jetzt auch über 70% angekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Nettogewinnmarge verbessert sich auch stetig, und die freien Cashflows werden auch sukzessive weniger negativ, beziehungsweise auch so langsam positiv. Also ich denke, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, ja, aber auch hier wird SentinelOne, glaube ich, seinen Weg gehen und dann auch entsprechend nachhaltig profitabel werden. So, gucken wir mal die Prognose an, und hier ist SentinelOne auch sehr, sehr positiv bewertet von den Analysten. Im Durchschnitt 50% Kurspotenzial innerhalb eines Jahres, ja, bei $23. Und das zeigt auch hier die positive Stimmung allgemein, oder beziehungsweise das Bild, was ich auch persönlich von der Aktie habe. Und ich denke, dass man hier tatsächlich ein recht junges Unternehmen hat, was eine interessante Plattform hat, eine interessante Technologie, und entsprechend hier auch dann womöglich relativ günstig zu bekommen ist. Und $23, ja, ihr seht, es ist ungefähr hier auf der Basis oder beziehungsweise am oberen Ende dieser Range. Und allein, wenn man hier unten quasi einsteigt, und ja, wie gesagt, sind das so gut 50%. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Spielraum, in dem wir uns bewegen. Aber ich glaube auch, dass nachhaltig hier die Aktie Potenzial hat, hier auszubrechen. Und über die nächsten Jahre, wie lange das dauert, ist natürlich schwierig zu sagen. Aber ich denke, die Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut, dass man hier auch wieder diese Allzeithochs bei so rund $70 erreichen kann. So, jetzt kommen wir mal zum ETF, den ich habe im Bereich Cybersecurity. Und das ist der iShares Digital Security ETF, den ich bespare, also im Langzeitsparplan.
Und ja, der performt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch hier stetiger langsamer Aufwärtskurs, Aufwärtstrend. Aber auch hier natürlich die belastenden Faktoren vom Allgemeinmarkt. Also ich denke hier, wer nicht gerade in Einzelaktien investieren möchte, ist eine von vielen ETFs in dem Bereich, klar. Aber ich habe es mal hier zumindest mal mitgebracht, dass ihr einfach mal seht, okay, was mache ich denn hier in dem Bereich ETFs? Und ja, einfach mal so als kleiner Anreiz, okay, welche ETFs könnten dann vielleicht interessant sein. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video zu ETFs mache, schreibt es gerne in die Kommentare, ob es euch das interessiert oder ob wir lieber bei Einzelaktien bleiben sollen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Bitte entschuldigt, ich bin so ein bisschen erkältet, deswegen ja, klingt meine Stimme manchmal nicht ganz so gut. Beziehungsweise muss ich mich manchmal so räuspern. Aber es wird auf jeden Fall besser und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.